Du hast die Aufgabe erhalten oder dir selber gestellt, einen Imagefilm für dein Unternehmen oder deine Marke zu produzieren. In diesem Video erfährst du die 10 wichtigsten Tipps, mit denen du ein Konzept für einen erfolgreichen Imagefilm ganz einfach selber schreiben kannst. Als Klassiker des Unternehmensfilms können Imagefilme ganz unterschiedliche Geschichten erzählen. Aber eins haben alle erfolgreichen Imagefilme gemeinsam. Sie zeigen ein authentisches Porträt eines Unternehmens oder einer Marke und stärken so das Image in der Zielgruppe. Ergänzend zu diesem Video kannst du dir in unserem Blog Beispiele für Imagefilme anschauen. Den Link dazu findest du in der Infobox oder in der Videobeschreibung. Wenn du die Tipps hilfreich findest, gib uns ein Like. Und wenn du in Zukunft mehr praktischen Input zum Thema Videomarketing erhalten möchtest, abonniere unseren YouTube-Kanal. Los geht's! Das Konzept ist das Fundament deines Imagefilms und legt fest, welche Elemente in deinem Film enthalten sind, sowohl bezogen auf Inhalt als auch auf Gestaltungsmittel. Anders als im Drehbuch, in dem Szenen und Dialoge ausformuliert sind, besteht das Konzept aus Stichpunkten oder einem kurzen Fließtext. Wenn du also schon mitten in den Überlegungen für deinen Film steckst, aber nicht recht vorankommst, erlaube dir einen Schritt zurückzugehen und das große Ganze zu sehen. Wenn du gerade anfängst, berücksichtige die Tipps aus diesem Video und mach dir so das Leben leichter. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Für dein Imagefilmkonzept heißt das, was interessiert deine Zielgruppe und wie kannst du sie von deinem Unternehmen überzeugen. Vermeide dabei den Fehler, deine Zielgruppe zu weit zu fassen. Jeder ist keine Zielgruppe. Und die Zielgruppe deiner Produkte ist nicht automatisch auch die Zielgruppe deines Videos. Ein Imagefilm, der zum Beispiel auf einer Messe gezeigt werden soll, richtet sich an Messebesucher. Am erfolgsversprechendsten ist es, wenn du eine Kernbotschaft für deinen Film definierst und alle weiteren Inhalte so auswählst, dass sie diese Kernbotschaft unterstützen. Häufig ist uns klar, was unser Unternehmen besonders gut macht. Und der erste Impuls ist es, davon so viel wie möglich in unserem Imagefilm unterzubringen. Aber Vorsicht, versuch nicht zu viele Infos in deinen Film zu packen. Denn das ist der perfekte Weg, sein Publikum schnell zu verlieren oder zu überfordern. Daher solltest du auch auf die Vorstellung einzelner Produkte verzichten. Imagefilme sind in der Regel auf eine Nutzungsdauer von mindestens 2 bis 3 Jahren angelegt. Da wäre es wenig hilfreich, wenn dein Video schnell veraltet erscheint, weil du alte Produkte zeigst. Die Dramaturgie ist der Spannungsbogen deines Films. Jeder Film hat 3 Teile: Anfang, Hauptteil und Ende. Am Anfang sollte auch klar werden, was die Kernaussage deines Films ist. Bewährte Mittel dafür: starke Bilder, ein provokatives Statement oder eine Frage. Im Hauptteil belegst du deine These, die du am Ende nochmal aufgreifst. Das Ende ist auch der Ort für deinen Call to Action, also die Frage, was soll der Zuschauer im Anschluss an den Film tun? Mehr zur Dramaturgie und dem Aufbau des Drehbuchs deines Imagefilms erfährst du demnächst hier auf dem Kanal. Für dein Konzept ist es erstmal nur wichtig, dass du weißt, dass dein Film eine Dramaturgie benötigt und dass du einen Call to Action festlegst. Show, don't tell, also sinngemäß zeigen, nicht nur behaupten, ist ein verbreiteter Tipp für Autoren jeder Art. Wenn du deine Botschaft in Szenen oder im Dialog zeigen kannst, durch eine gelungene Verbindung aus Bild und Ton, ist das immer glaubwürdiger, unterhaltsamer und besser verständlich. Für dein Konzept bedeutet das, frag dich, mit welchen visuellen Beispielen du deine Kernbotschaft zeigen kannst. Wenn du weißt, was du sagen willst, führ dir vor Augen, welche Mittel dir zur Verfügung stehen. Die wichtigsten und offensichtlichsten Ressourcen sind Zeit, Geld und Manpower. Die einfachste und günstigste Art, einen Imagefilm zu produzieren, ist es, an realen Drehorten deines Unternehmens mit eigenen Mitarbeitern zu drehen. Am besten machst du dir eine Liste, wer und was auf jeden Fall gezeigt werden soll. Und vielleicht auch einen Plan, in welchem Zeitraum das besonders gut gehen würde. Je nach Konzept ist es grundsätzlich eine sehr gute Idee, Kollegen vor der Kamera zu verwenden. Aber setz sie nicht für die falschen Dinge ein. Deine Kollegen sind aller Wahrscheinlichkeit nach keine erfahrenen Schauspieler und meistens auch nicht erfahren darin, Interviews vor der Kamera zu geben. Also hilf deinen Kollegen, indem du ihnen Aufgaben gibst, in denen sie sich wohlfühlen. Zum Beispiel bei der Arbeit. Wenn du sie interviewen möchtest,
Versuch sie dringend davon abzuhalten, ihre Antworten vorher schriftlich auszuformulieren und auswendig aufsagen zu wollen. Erfahrungsgemäß geht das oft genug in die Hose. Wenn du deinen Film selber drehen willst, solltest du mindestens über eine Kamera, ein Mikrofon und einen Computer zum Schnitt des Films verfügen. Wenn du ein Interview drehen willst, ist auch Licht sehr ratsam. Denn gerade bei einem Interview ist es wichtig, dass die Person vor der Kamera gut erkennbar ist. Das baut Vertrauen auf und hilft deinen Zuschauern, deiner Geschichte besser zu folgen. Und natürlich brauchst du auch Leute, die mit der Technik umgehen können. Wenn du die nicht hast, nimm dir unseren nächsten Tipp ganz besonders zu Herzen. Für alle Aufgaben, die du nicht selber erledigen kannst, solltest du dir externe Hilfe suchen. Imagefilme sind eine Art Visitenkarte deines Unternehmens und es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Daher sollte die Qualität stimmen. Viele Gestaltungsmittel, die du dir überlegen kannst, benötigen spezielle Technik, Teams und Erfahrung. Denk an Themen wie 3D-Animationen, Drehs mit Schauspielern oder professionell geführte Interviews. Oft genug spart es auch einfach Zeit und Nerven, Profis zu beauftragen. Je genauer du in deinem Konzept festlegst, welche Gestaltungsmittel dir wichtig sind und welche Aufgaben du abgeben willst, desto leichter wird es dir fallen, Angebote von Dienstleistern zu erhalten. Der vielleicht wichtigste Punkt ganz zum Schluss. Dein Imagefilm soll ein positives, aber wahrheitsgemäßes Bild deines Unternehmens zeigen. Das heißt nicht, dass du in den dreckigsten Ecken drehen musst. Aber je näher dein Konzept an der tatsächlichen Unternehmenskultur bleibt und Dinge zeigt, die tatsächlich vorhanden sind, desto glaubwürdiger und erfolgreicher wird auch dein Imagefilm sein. Wenn du unsere 10 Tipps berücksichtigst, solltest du schnell zu einem Ergebnis kommen. Im Idealfall ein Konzept, in dem du definierst, was du wie, wem mit deinem Imagefilm zeigen möchtest. Und noch ein kleiner Bonustipp. Schau dir Imagefilme anderer Firmen an. So bekommst du ein Gefühl dafür, was dir gefällt oder was du anders machen möchtest. Einige Beispiele dafür findest du in unserem verlinkten Blogpost. Dort gibt es auch eine Checkliste zum Imagefilmkonzept, mit der du direkt loslegen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns ein Like da. Und wenn du mehr zum Thema Videomarketing erfahren willst, abonniere den Mindnapped-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Mindnapped. Mit Videos mehr erreichen.